Der Buckingham-Palast. Eines der berühmtesten Gebäude der Welt. Ein Symbol Großbritanniens. Schauplatz unzähliger königlicher Feierlichkeiten. Romane und Tragödien. Niemand, der Diana kannte, wird sie je vergessen. Es ist eine verschlossene und geheimnisvolle Welt. Jetzt enthüllen wir, was sich wirklich hinter ihrem prächtigen Äußeren abspielt. Wir erfahren, wie schockierende Sicherheitsvorkehrungen das königliche Leben bedrohten. Sie wusste, dass sie um ihr Leben kämpfte. Die Spannungen in den Palästen reichen bis in die 1950er Jahre zurück. Die königliche Ehe stand fast auf der Kippe. Wie der Palast zum Schlachtfeld für die Familie wurde. Es war ein grausamer, brutaler Bürgerkrieg. Und wie sich der Palast öffnete, wie nie zuvor. Für einen Moment herrschte ein großartiges Gefühl im Land. Wir haben es geschafft, wir haben uns zusammengefunden. In dieser Sendung blicken wir auf die 60 turbulenten Jahre seit der Krönung der Königin zurück und werfen einen Blick auf den nächsten Monarchen. Viele Menschen im Umfeld von Charles sagen, dass er dort nicht einziehen will. Wir fragen, wie könnte die Zukunft des Buckingham-Palastes aussehen? Der Buckingham-Palast ist eine Welt für sich. Kein anderes Gebäude auf der Welt ist gleichzeitig Wohnhaus, Amtssitz des Staatsoberhauptes und prächtige Bühne für Prunk und Feierlichkeiten. Sie hat den Palast zum wichtigsten Symbol Großbritanniens und der königlichen Familie gemacht. Er ist in Großbritannien und weltweit zu einem solchen Synonym für den Monarchen geworden, dass der Buckingham-Palast für viele Menschen tatsächlich die Monarchie darstellt. Aber dieses Gebäude ist erst seit weniger als 200 Jahren ein Palast. Im Jahr 1837 wurde Königin Victoria die erste Monarchin, die dieses Haus bewohnte. Doch nach Alberts frühem Tod zog sie aus, um sich in Windsor und Balmoral zu verstecken. Der Buckingham-Palast wurde mehr oder weniger aufgegeben. Victorias langer Rückzug aus dem öffentlichen Leben veranlasste viele dazu, die Frage zu stellen, ob Großbritannien überhaupt noch eine Monarchie brauche. Aber 1901 bestieg ihr Sohn, Edward VII., den Thron. Er war fest entschlossen, das königliche Vermögen wiederzubeleben und sah im Buckingham-Palast den Schlüssel dazu. Er verwandelte ein heruntergekommenes Gebäude in eine große königliche Bühne. Sein Nachfolger George V. brachte die Arbeit zu Ende. Sein öffentliches Bekenntnis zur Pflicht bedeutete, dass König und Palast wieder in der Gunst standen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es zu dem Ort, an dem man sich in Krisenzeiten oder zum Feiern traf. (1952) zog eine neue, junge Königin, gerade 25 Jahre alt, in den Palast ein. Die Herrschaft von Elizabeth wurde als Neuanfang nach den dunklen Tagen des Krieges angesehen. Und ihre Krönung würde das Ereignis sein, das dies kennzeichnet. Im Inneren des Palastes organisierten die Bediensteten die Feierlichkeiten in bewährter Weise. Doch während ihrer fortgeschrittenen Planungen wurden sie mit einer schockierenden Forderung konfrontiert. Die BBC wollte die Zeremonie im Fernsehen übertragen. Und nicht nur das, sie wollten sie live zeigen. Für den Palast ist die Idee, die Krönung im Fernsehen zu übertragen, ein Gräuel. Es handelt sich um eine private Zeremonie. Und der Palast ist sehr besorgt, dass die Zuschauer respektlos sein könnten. Sie würden ihre Hüte aufsetzen, sie würden Tee trinken, sie würden Alkohol trinken, sie könnten schreien. Die Adjutanten der Königin waren Männer, die ihrem Vater und Großvater gedient hatten. Sie mochten keine Veränderungen. Es klaffte eine große Lücke zwischen dem spießigen Leben der alten Höflinge, das sie im Buckingham-Palast führten, und dem Leben des Volkes, das sich durch die Auswirkungen des Krieges zu verändern begann. Die junge Königin war umgeben von alten Kirchenmännern und Aristokraten mittleren Alters, die oft einen militärischen Hintergrund hatten. Diese Höflinge leiten die königliche Familie. Sie sagen der königlichen Familie, was sie zu tun hat. Sie glauben, dass sie besser als die Royals selbst wissen, wie sich die Royals verhalten sollten, und sie zögern nicht, dies zu sagen. Und die Höflinge des Palastes sagten der BBC, dass es keine Live-Übertragung geben würde. Aber die altmodischen Beamten hatten keinen Bezug mehr zum Land. Die Nation war in Aufruhr.
Das Volk, die Zeitungen, alle haben Nein gesagt. Wir wollen unsere Königin sehen. Das ist ungerecht. Wir wollen sie sehen. Auch viele Zeitungen kritisierten das sehr scharf. Aufgeschreckt durch den öffentlichen Zorn schaltete sich die Königin selbst ein. Sie stellte sich ihren Beratern und sagte Ja zur Live-Übertragung. Aber für einen Palast, der sich noch immer von den Entbehrungen des Krieges erholt, war die Organisation einer großen königlichen Zeremonie eine Herausforderung. Als der Palast erkannte, dass die Krönung im Fernsehen übertragen werden würde, dachten sie, dass dies ein großes Spektakel werden müsse. Und sie merkten, dass das, was sie vorbereitet hatten, nicht groß genug war. Die königlichen Kutschen waren, kurz bevor das alles passierte, verkauft worden. Und sie mussten zurückgeholt werden. Man musste alle Arten von Angestellten aus den Adelshäusern des ganzen Landes heranziehen, sie als Diener und Kutscher verkleiden und in die Kutschen setzen, damit es aussah wie die große Krönung der Königin eines riesigen Reiches. Wer kommt denn da? Ihre Majestäts Officers of Arms. Die Nation kam zusammen. Und es war ein wahrer Akt der Gemeinschaft mit dem Souverän im Mittelpunkt und dem Buckingham-Palast als Kulisse für diesen prächtigen Festzug. Doch nur wenige Wochen nach der Krönung wurde das Leben im Palast empfindlich gestört. Die königlichen Berater waren wütend, als die Zeitungen von einer skandalösen königlichen Romanze berichteten. Hinter den Mauern des Palastes hatte sich eine unerlaubte Affäre zwischen der Schwester der Königin, Prinzessin Margaret, und einem Palastbediensteten angebahnt. Peter Townsend war ein Kriegsheld. Er sah sehr gut aus. Er hatte enormen Charme. Ich habe ihn einmal getroffen und dachte, wow. Aber Group Captain Peter Townsend gehörte zum Personal. Er war zunächst Assistent von Margarets Vater, dann von ihrer Mutter. Seine Aufgabe war es, die Familie bei Laune zu halten, nicht sich in die Prinzessin zu verlieben. Prinzessin Margaret sah Peter Townsend fast ständig. Er war immer im Palast. Der König hatte ihn gern um sich. Da ist dieser unglaublich gut aussehende, nette Mann, der dich und deine Familie verehrt, mit dem du die ganze Zeit zusammen bist und den der König dazu bringt, dich zum Tanz oder ins Theater zu begleiten. Die Sympathie tut ihr Übriges. Es ist sehr schwer, sich nicht in ihn zu verlieben. Ältere Mitglieder des Königshauses im Palast hatten gehofft, dass es sich bei der Beziehung nur um eine Teenager-Schwärmerei handelte. Die Königin-Mutter hatte die Gabe, etwas nicht zu wissen, wenn sie es nicht wissen wollte. Ich glaube, sie war einfach entschlossen, die Augen vor dem zu verschließen, was vor sich ging. Doch mit der Palastromanze wurde es langsam ernst. An Gelegenheiten mangelte es Margaret und Townsend nicht. Margaret hatte eine Zimmerflucht im 2. Stock des Buckingham-Palastes mit Blick auf die Mall. Townsend hatte ein Zimmer in den Haushaltsräumen im Erdgeschoss des Südflügels. 1953 entwickelte sich die Affäre zu einer regelrechten königlichen Krise, als Townsend und Margaret bekannt gaben, dass sie heiraten wollten. Diesmal stellte sich die Königin auf die Seite ihrer Berater. Das Problem war nicht nur, dass er ein Diener war, es war noch schlimmer. Er war geschieden. Jeder König, der eine geschiedene Frau heiratete, war gezwungen, auf sein Erbrecht zu verzichten. Für die Königin und ihre Berater gab es skandalöse Anklänge an die Affäre von Edward VIII. Mit der geschiedenen Wallis Simpson. Die Königin bat ihren Privatsekretär Tommy Lascelles, das Chaos zu beseitigen. Tommy Lascelles war ein arroganter Mann, ein selbstgefälliger Mann, ein Aristokrat alter Schule, der glaubte, auf alles eine Antwort zu haben. Lascelles war entschlossen, die Beziehung zu begraben. Er trennte die beiden in der Hoffnung, dass die Affäre im Sande verlaufen würde, und Townsend wurde aus dem Palast verwiesen. Hinter den Palastmauern herrschte eine düstere Stimmung. Lascelles arbeitete an Margaret. Eine Scheidung war in der königlichen Familie nicht erlaubt. Würde sie Townsend heiraten, wäre ihr Leben am Hof vorbei. Schließlich willigte Margaret ein, eine Erklärung abzugeben. Die persönliche Nachricht von Prinzessin Margaret begann mit diesen Worten: Ich möchte bekannt geben, dass ich beschlossen habe, Group Captain Peter Townsend nicht zu heiraten.
Die Ankündigung machte deutlich, dass sowohl die Königin als auch ihre Adjutanten der Meinung sind, dass die königlichen Pflichten immer an erster Stelle stehen müssen. Sie sagt, im Bewusstsein der Lehre der Kirche, dass die christliche Ehe unauflöslich ist, und im Bewusstsein meiner Pflicht gegenüber dem Commonwealth habe ich beschlossen, diese Überlegungen vor alle anderen zu stellen. Margaret war klar geworden, dass ihr privilegiertes Leben im Palast ihr mehr bedeutete als ihre Liebe zu Townsend. Die alte Garde des Buckingham-Palastes hatte den Kampf mit Margaret gewonnen. Doch schon bald stand ihnen ein weiterer Kampf bevor. Diesmal würden sie es mit dem Ehemann der Königin aufnehmen und dieser Kampf würde den Palast fast auseinanderreißen. Der Buckingham-Palast war nun die Heimat einer neuen Königin und einer neuen Familie. In den Palast kamen Elizabeth 2 kleine Kinder, Charles und Anne, und ihr 4-jähriger Ehemann Philip, der Herzog von Edinburgh. Der 31 Jahre alte Philip war Kommandant bei der Marine. Er war es gewohnt, das Sagen zu haben. Als Neuankömmling im Palast wollte Philip einige Dinge ändern. Als er zum ersten Mal in den Buckingham-Palast einzog, stellte er fest, dass seine Schwiegermutter, die Königin Mutter, noch immer dort wohnte. Sie sollte die Mall hinuntergehen und in Clarence House wohnen. Aber sie sagte, nein, ich will hier bleiben. Clarence House ist zu klein für mich. Philipp roch den Braten. Er hatte das Gefühl, dass sie bei ihrer Tochter weiterhin die Fäden ziehen wollte. Und er fand es nicht richtig, dass die Königin Mutter ihrer Tochter Tag ein, Tag aus ins Ohr flüsterte. Es gab erhebliche Spannungen innerhalb der Familie. Denn Königin Elizabeth II. Hatte sich immer ihrer Mutter untergeordnet. Muttis Wünsche mussten erfüllt werden. Und plötzlich war sie nun mit diesem ziemlich aufdringlichen, aggressiven Prinzen verheiratet. Und Mutti wurde ins Abseits gedrängt. Also keine ganz glückliche Situation. Und Insider sprachen von einer Schwiegermutter aus der Hölle. Christopher Wilson glaubt, dass Philipp eine drastische Lösung hatte. Es war ein kalter Winter und er befahl den Bediensteten, die Zentralheizung in den Zimmern der Mutter der Königin abzuschalten. Und schon war sie nach einer Woche weg. Aber auch als sie nicht mehr im Palast lebte, hatte die Königin Mutter die Königin immer noch im Griff. Jeden Tag um 9:30 Uhr rief die Königin Mutter ihre Tochter an, um ihr mitzuteilen, was ihrer Meinung nach ihre Aufgaben für den Tag waren, was sie tun sollte, was eine erstaunliche Machtfülle für die Königin-Witwe darstellt. Manchmal hat die Königin ihr nicht gehorcht, aber manchmal schon. Philipp schien sich irgendwie profilieren zu wollen, also wandte er seine Aufmerksamkeit der altmodischen Art und Weise zu, wie der Palasthaushalt geführt wurde. Er ist der Meinung, dass der Palast eine gewisse Organisation braucht. Die Dinge wurden all die Jahre auf eine bestimmte Art und Weise gehandhabt und vielleicht sollten sie mal geändert werden. Der Mann kommt aus der Marine und erwartet, dass die Dinge mit Präzision ablaufen. Um zwischen königlichen Persönlichkeiten zu kommunizieren, schrieb man einen kleinen Zettel. Ein Diener kam mit einem Silbertablett, nahm den Zettel auf dem Silbertablett entgegen und ging hinunter zum Empfänger. Er fand das völlig absurd. Philipp führt eine Überprüfung des Palastes durch, geht herum und fragt jeden Diener und Höfling, was machen sie? So kann er alles aufschreiben und sieht, dass es 3 Leute gibt, die die gleiche Arbeit machen. Das ist nicht praktisch, das ist nicht effizient. Philipp wollte mehr tun, als nur die Dienerschaft zu reorganisieren. Viele hatten den Eindruck, dass er Ambitionen hatte, sich auf höchster königlicher Ebene zu engagieren und vielleicht sogar an der Seite der Königin zu regieren. Die königlichen Adjutanten der alten Schule waren entsetzt über diesen Emporkömmling. Sie taten ihr Bestes, um Philipp ins Abseits zu stellen. Oft wurde ihm von den Höflingen die Tür vor der Nase zugeschlagen. Man sagte ihm, dass er keinen Zugang zu den Staatspapieren haben würde. Man sagte ihm, dass er keine Staatsangelegenheiten mit seiner Frau besprechen sollte. Er solle einfach eine Uniform anziehen, lächeln und der Menge zuwinken. Er wird von einer Horde von Höflingen der alten Garde hochnäsig angeschaut. Der Buckingham-Palast wurde für Philipp zu einem erdrückenden und langweiligen Ort. Er suchte Zuflucht in einem Club von High Roller, die sich jeden Donnerstag in einem Restaurant in Soho trafen. Zu dieser Gruppe gehörten Filmstars wie David Niven und Peter Ustinov. Sie redeten, tranken und aßen und es war für ihn eine Zeit, in der er wieder jung sein und mit seinen Freunden feiern konnte. Denn im Palast muss man aufpassen, was man sagt. Man muss vorsichtig sein. Er konnte frei sein, er konnte offen sein, er konnte reden. Man sprach von nackten Showgirls.
Ich weiß nicht, ob es sie wirklich gab, aber für ihn war es jedenfalls eine Art Ventil. Er kam aus dem Buckingham-Palast raus und sie benahmen sich wie Playboys in der Welt außerhalb des Palastes. Ein Mitglied, Baron Nahum, war berühmt für seine wilden Partys, an denen Philipp angeblich teilnahm. Königin Elizabeth war sichtlich beunruhigt über seine Aktivitäten, vor allem als er angeheitert und nach Portwein riechend aus dem Thursday Club zurückkam. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Die königlichen Berater gerieten in Panik, als Gerüchte über Philipps Affären aufkamen. Die Affären wurden bestritten und es gab keine Beweise, aber sie hielten sich hartnäckig. Es bestand Handlungsbedarf. 1956 wurde der Königin geraten, Philipp auf eine lange Überseereise zu schicken, die ihn aus Schwierigkeiten heraushalten sollte. Ich glaube, als er wegging, stand die königliche Ehe fast auf der Kippe. Philipps Abwesenheit von zu Hause wurde von der Presse sofort aufgegriffen. Sie fanden heraus, dass er ein Einzelbett bestellt hatte. Die Königin sah sich gezwungen, eine Trennung zu dementieren. In der Presse und auch im Unterhaus wurden erste Fragen gestellt. Wo ist der Ehemann der Königin? Und mit wem ist er an Bord? Zu diesem Zeitpunkt drehte die königliche Yacht Britannia und fuhr nach England zurück. Und als er zurückkam, hatte er einen Deal mit sich selbst gemacht, die Ehe zu retten. Abgemacht oder nicht, die Fragen verstummten und Philipp ging nun 3 Schritte hinter seiner Frau. Da ihre Beziehung nun zu blühen schien, bekam das Paar 2 weitere Kinder, Andrew und Edward. In den 1960er Jahren wuchsen die 4 Kinder der Königin in den stickigen, altmodischen Salons des Buckingham-Palastes auf. Aber außerhalb des Palastes sah die Welt schon ganz anders aus. Die Menschen rebellierten, die alten Regeln wurden gebrochen. 1969 wehte schließlich der Wind der Veränderung in den Palast hinein. Die Königin ließ einen Film über das tägliche Leben der Familie hinter den Palastmauern drehen. Insbesondere Prinz Philipp war davon überzeugt, dass dies eine gute Möglichkeit war, die Kluft zwischen dem Palast und dem Volk zu überbrücken. Es war ein königlicher Werbespot. Die Dokumentation war eine königliche Premiere. Noch nie zuvor durften Kameras hinter die Kulissen des Buckingham-Palastes schauen. Dieser Dokumentarfilm hat die Beziehungen wirklich verändert. Zum ersten Mal sahen sie die königliche Familie. Sie sahen sie beim Frühstück, sie sahen sie beim Picknick. So wie sie zu Hause sind. Der BBC-Film wurde von 37 Millionen Menschen gesehen, die wissen wollten, wie das Leben im Palast wirklich war. Aber je mehr die königliche Familie gesehen wurde, desto mehr konnte sie kritisiert werden. Der Film enthüllte eine Familie, die in einer ziemlich seltsamen, altmodischen, aber üppigen Welt lebt. Die Königin hat dafür gesorgt, dass der Film nie wieder gezeigt wird. Werbung ist ein zweischneidiges Schwert. Man hat zwar einen Promospot, der kann einem aber auch auf die Füße fallen. Ihr hoher Bekanntheitsgrad machte die Royals schon immer verwundbar, aber nicht nur für Kritik. Sie sind auch auf andere Weise zur Zielscheibe geworden. In den frühen 70er Jahren wurde ein Thronfolger Opfer eines schockierenden, gewalttätigen Angriffs. März 1974. Es gab einen dreisten Entführungsversuch direkt vor dem Buckingham-Palast. Am Tag des Anschlags näherte sich Prinzessin Anne in ihrem königlichen Auto den Toren des Palastes. Sie wurde von ihrem persönlichen Leibwächter Jim Beaton begleitet. Wir fuhren die Mall hinauf und kamen gerade am Clarence-Haus vorbei, als ein weißes Auto vor uns hielt und den Chauffeur zum Anhalten zwang. Ich sah, wie der Mann aus dem Auto stieg und zum königlichen Wagen kam. Ich stieg also aus und er stand neben der Tür des Chauffeurs. Er feuerte ein paar Schüsse ab und einer traf mich in die Schulter. Obwohl er verwundet war, gelang es Beaton, seine Pistole zu ziehen. Ich versuchte, einen Schuss in seine Richtung abzugeben, aber die Waffe klemmte. Er sagte, nehmen Sie Ihre Waffe runter oder ich schieße. Also nahm ich meine Waffe runter. Beaton, jetzt unbewaffnet, war immer noch entschlossen, Prinzessin Anne zu schützen.
Ich schaffte es wieder ins Auto einzusteigen, schaute auf und sah, dass er seine Waffe zurück aufs Auto richtete. Also habe ich einfach meine rechte Hand davor gehalten. Er schoss und die Kugel ging in meine Hand. Und dann kam ich auf die Idee, die Tür loszulassen und dagegen zu treten, damit sie ihn trifft. Er schoss noch einmal und die Kugel ging in meinen Unterleib. Das war es dann mehr oder weniger für mich. Anne wurde nur durch die Tapferkeit eines vorbeikommenden Fremden, eines ehemaligen Boxers, gerettet, der auf den Bewaffneten zustürmte und ihm einen Schlag auf den Kopf versetzte. Ein Polizist verfolgte ihn und er wurde gefasst. Sein Name war Ian Ball und er wurde nach Broadmoor geschickt. Die außergewöhnlichen Beweise in seinem Auto zeigten das ganze Ausmaß seiner Pläne. Es gab eine Art schriftliche Lösegeldforderung, die an die Königin gerichtet war. Darin wurde die Beschaffung von 1 Million Pfund gefordert. Ball wollte das Geld in gebrauchten 5-Pfund-Noten in einer Tasche und was vielleicht das Außergewöhnlichste an seiner Forderung war, er wollte, dass die Königin das Lösegeld selbst überbringt. Ball wäre beinahe mit einer königlichen Entführung direkt vor den Toren des Buckingham-Palasts davongekommen. Aber auch nach diesem Schock hatte die Sicherheit keine Priorität. Die königliche Familie glaubte, hinter den Palastmauern sicher zu sein. Doch 1982 gab es eine weitere massive Sicherheitslücke. Michael Fagan wurde verhaftet, weil er in den Buckingham-Palast eingebrochen und bis zum Schlafzimmer der Königin vorgedrungen war. Michael Fagan kletterte durch ein offenes Fenster in ein Nebenzimmer der Privatwohnungen. Noch beunruhigender ist, dass Fagan nach seiner Verhaftung offenbarte, dass dies nicht sein erster Besuch im Palast war. Er war schon einmal erfolgreich in den Buckingham-Palast eingebrochen. Fagan war ein ziemlicher Trottel. Er war kein Meisterverbrecher. Aber eine seiner Stärken war, dass er sehr beweglich war. Er war ein guter, altmodischer Einbrecher. Bei seinem ersten Einbruch hatte Fagan die Regenrinnen des Palastes nach einem Weg zu einem offenen Fenster durchstöbert. Er gelangte unbemerkt hinein und konnte sich über eine Stunde lang frei im Palast bewegen. Seine Reise durch den Palast hatte an einem Fenster über dem Eingang des Botschafters begonnen und führte ihn dann durch den ganzen Palast, vom Thronsaal bis zum Corgi-Zimmer. Er hatte keine besondere Absicht, er hatte keinen Plan. Er war einfach fasziniert. Was macht ein Besucher des Buckingham-Palastes? Er will den Thronsaal sehen, oder? Und sehen, wie es sich anfühlt, auf dem königlichen Thron zu sitzen. Nun, da ich das getan habe, frage ich mich, was soll ich noch tun? Er schlendert noch ein bisschen herum und findet Zimmer, die Prinz Charles gehören. Dort steht eine Flasche kalifornischer Weißwein und er trinkt den Wein aus. Er sagte zu mir, ich spüre ein wenig Druck auf meiner Blase und muss irgendwo urinieren. Und so fand er sich in einem Bereich wieder, der von den königlichen Corgis benutzt wurde. Und er nahm einen Trinknapf und benutzte diesen für seine Notdurft, bevor er sich verabschiedete. Gestärkt durch seinen Erfolg kam Fagan einen Monat später zurück. Diesmal war er fest entschlossen, die Königin zu sehen. Inzwischen kannte er sich im Palast aus und wusste, dass alle Mitglieder des königlichen Haushalts Namensschilder an ihren Wohnungen hatten. Und tatsächlich war er nur ein kurzes Stück den Korridor entlang gegangen, als er ein Schild an der Tür sah, auf dem stand: Ihre Majestät, die Königin. Er betrat die Wohnung und da lag sie, die Königin, fest schlafend im Bett. Er war sich nicht sicher, was er als nächstes tun sollte, also setzte er sich auf das Ende des Bettes. Die Königin setzte sich plötzlich im Bett auf und fragte ihn, wer sind Sie? Die Königin schlug Alarm, woraufhin Fagan verhaftet, als unzurechnungsfähig eingestuft und in einem Sanatorium untergebracht wurde. Die Sicherheit des Palastes war peinlich schlecht. Das Problem wurde mit Geld zugeschüttet und wird es immer noch. Heute gibt die Regierung schätzungsweise 100 Millionen Pfund pro Jahr für die königliche Sicherheit aus. Aber alle Polizeimaßnahmen und Stacheldrahtzäune der Welt konnten die nächste Bedrohung des Palastes nicht aufhalten: die katastrophale Hochzeit des Thronfolgers. Während der gesamten Regierungszeit der Königin ist der Buckingham-Palast ein Familiensitz geblieben. In den 70er Jahren wohnte dort der Thronfolger Prinz Charles.
Er hatte eine Zimmerflucht im 2. Stock mit Blick auf die Mall. In seinen 20ern galt Charles weithin als der begehrteste Junggeselle Großbritanniens und brachte einen ständigen Strom an Freundinnen mit in den Palast. Prinz Charles war ein absoluter Frauenschwarm. Es gibt eine berühmte Reihe von Fotos, auf denen er versucht, am Strand von Bondi zu schwimmen und diese nackten Australierinnen sich ihm an den Hals werfen. Angesichts des wachsenden Medieninteresses an Charles wurde zum ersten Mal ein professioneller Journalist in das Pressebüro des Palastes geholt. Ron Allison war ein ehemaliger BBC-Korrespondent für das Königshaus. So gut wie jeden Tag, den ich im Palast verbrachte, wurde mir in irgendeiner Form die Frage gestellt, wen Charles wohl heiraten würde. Um eine Geschichte oder ein Gerücht zu kommentieren, dass er Miss X, Lady Y oder Prinzessin Z heiraten würde. Es gab sogar einen ziemlich lächerlichen, wahrscheinlich von den Medien erfundenen Versuch, ihn mit der Tochter von Richard Nixon zu verkuppeln, als dieser noch im Weißen Haus saß. Charles musste eine Frau finden und einen Erbenzeugen. Aber ihn in die Ehe zu drängen, sollte hinter den Mauern des Buckingham-Palastes für Unruhe sorgen. Palastinsider hatten feste Vorstellungen davon, wen Charles heiraten sollte. Sie wollten eine junge Frau ohne sexuelle Vorgeschichte, eine Jungfrau. So ließ Charles seine alten Freundinnen zugunsten der schüchternen 19-jährigen Kindergärtnerin Diana Spencer links liegen. 750 Millionen Menschen sahen den legendären Kuss auf dem Balkon des Buckingham-Palasts. Über Nacht wurde Diana zur größten Berühmtheit der Welt und sorgte für Unruhe auf höchster Ebene. Dickie Arbiter war in den 1980er Jahren Mitglied des Palastpresseteams. Ich sage nicht, dass Charles eifersüchtig war, aber ich glaube, er war ziemlich wütend darüber, dass jemandem, der neu in der königlichen Familie war, diese Art von Bewunderung zuteil wurde, während er selbst schon seit Jahren dabei war und gute Dinge getan hat. Und das muss einen Effekt gehabt haben. Das Misstrauen der königlichen Familie gegenüber Diana wuchs. Die Art und Weise, wie sie ihren Haushalt im Kensington-Palast führte, stand in krassem Gegensatz zu dem großen Haus die Straße hinauf. Ihr persönlicher Leibwächter, Ken Worth, erkannte die Unterschiede. Der Buckingham-Palast wurde sehr traditionell geführt, mit einer Masse von Dienern, die buchstäblich rund um die Uhr aus dem Keller aufstiegen, um ihrem Herrn zu dienen. Im Kensington-Palast hingegen herrschte eine viel freiere und entspanntere Atmosphäre, weil die Prinzessin von Wales ganz anders war als die anderen Mitglieder der königlichen Familie. Sie war zweifellos eine Modernisiererin, der es nicht schwer fiel, in einem Atemzug mit einem Privatsekretär und im nächsten Atemzug mit ihrer philippinischen Putzfrau zu sprechen. Dem Prinz von Wales gefiel es nicht, wenn Diana in der Küche auf der Gefriertruhe saß und mit dem Koch plauderte, während er eine Schüssel Cornflakes aß. Er konnte es nicht fassen. Diana brachte ihren etwas anderen Stil auch in den Buckingham-Palast ein. Sie erzählte Ken Worth von einer Diskussion über königliche Pflichten, die sie mit der Königin geführt hatte. Diana hatte in den späten 80ern die Idee, mehr Geld für die Erforschung von AIDS und HIV bereitzustellen. Und als sie dies der Königin gegenüber erwähnte, war die Reaktion der Königin: Warum willst du dich da einmischen? Warum machst du nicht etwas Schönes? Wie zum Beispiel mehr Feste besuchen, in Einkaufszentren gehen. Diana sagte: Nun, das habe ich schon getan. Ich möchte als Mitglied der königlichen Familie etwas tun, das das Leben vieler Menschen verändern kann. Nun, das kam nicht so gut an. Diana passte immer weniger in den Buckingham-Palast. Später sprach sie von frostigen Familienessen im Speisesaal des Palastes. Sie sagt, die Königin Mutter schaue sie immer wieder an. Und wenn Diana von ihrem Teller aufschaue, schaue die Königin Mutter weg. Und sie sagt, es ist fast wie Interesse gemischt mit Mitleid. Sie konnten nicht ganz verstehen, woran sie war. Hinter den Mauern des Palastes verborgen, brach die Beziehung zwischen Charles und Diana immer weiter auseinander. Manchmal war es extrem schwierig, manchmal musste man mit ihnen reden und sagen: Lasst uns eine gute Show abliefern. Was ihr hinter verschlossenen Türen macht, ist eure Sache, aber jetzt ist Showtime, also lasst uns auch so auftreten. 1992 wurde das ganze Ausmaß der Spannungen im Palast in Andrew Mortons Buch Diana, Her True Story enthüllt.
Die Veröffentlichung löste im Buckingham-Palast einen Schock aus. Die vielen intimen Details über das Leben hinter verschlossenen Türen machten die Palastbeamten misstrauisch. Das ganze Buch roch stark nach Zusammenarbeit, weil es viel zu nahe an der Wahrheit war. Ich sagte ihr, Sie haben Andrew Morton geholfen, sein Buch zu schreiben. Und sie sagte, das sei absoluter Unsinn. Sie bestritt es. Ich fragte, Sie hatten also nichts damit zu tun? Und sie sagte, absolut nicht. Ich wusste, dass sie lügt. Aber man kann einem Mitglied der königlichen Familie nicht sagen, dass es lügt. Es war eine Bombe, eine Art Tsunami im Palast. Denn seit George V. waren die Windsors eine glückliche Familienmonarchie. Und jetzt war es plötzlich nicht nur eine unglückliche Familie, sondern eine bösartige, brutale, bürgerkriegsanfällige Familie. Ende 1992 sah es so aus, als ob der Buckingham-Palast Schauplatz einer schäbigen Familienseifenoper wäre. Die Royals machten sich immer unbeliebter und sie fürchteten sich davor, nicht gemocht zu werden. Denn das kann dazu führen, dass ihre Existenz in Frage gestellt wird. 1992 ist kein Jahr, auf das ich mit ungetrübter Freude zurückblicken werde. Um es mit den Worten eines meiner wohlwollenden Korrespondenten zu sagen: Es war ein Jahr des Schreckens. Charles und Diana hatten sich getrennt. 2 der anderen Kinder der Königin hatten ihre gescheiterten Ehen bekannt gegeben. Darüber hinaus ging auch noch Schloss Windsor in Flammen auf. Das Feuer sollte eine außergewöhnliche Veränderung im Leben des Buckingham-Palastes herbeiführen. Die Regierung versprach Millionen Pfund, um die Reparaturen zu finanzieren. Aber die Öffentlichkeit fragte sich, warum sie neben dem Buckingham-Palast auch den Zweitwohnsitz der Königin finanzieren sollte. Die Königin wurde in den folgenden 2 Wochen an den Pranger gestellt, weil die Regierung die Kosten dafür übernehmen sollte, da sie dort lebt. Die Menschen waren wirklich aufgebracht. Sie riefen in Radio- und Fernsehsendungen an, bombardierten Zeitungen und überzeugten die Zeitungen davon, dass dies ein wichtiges Thema sei. Warum sollte der Steuerzahler in Zeiten der Rezession für die Reparaturen eines Schlosses aufkommen, das er nicht besuchen kann, das er nicht nutzt und das von der königlichen Familie bewohnt wird? Die Königin gelte weiterhin als die reichste Frau des Landes. Da könne sie doch für Schäden an ihrem eigenen Haus aufkommen. Um eine Wende herbeizuführen, wurde angekündigt, dass der Buckingham-Palast zum ersten Mal für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollte. Das gesammelte Geld soll für die Reparatur von Schloss Windsor verwendet werden. Hunderte von Touristen standen über Nacht Schlange, um zum ersten Mal einen Blick in den Palast werfen zu können. Doch nur die Hälfte der Tickets wurden verkauft. 8-Pfund-Tickets, die für einige vielleicht zu teuer waren, führten sie an den Toren des Palastes vorbei. Die Türen öffnen sich um 9:30 Uhr, um der Öffentlichkeit einen historischen Blick zu ermöglichen auf Prachtstücke wie die große Treppe, die zum Thronsaal führt. Die Öffnung des Palastes für 2 Monate im Jahr mag zur Lösung des Windsor-Problems beigetragen haben, aber das war auch schon alles. Auch die Scheidung von Charles und Diana konnte den erbitterten Krieg zwischen ihnen nicht beenden. Das Verhältnis der königlichen Familie zur Öffentlichkeit wurde 1997 im letzten Akt der Diana-Geschichte auf eine harte Probe gestellt. Das ist das, was von dem Mercedes übrig ist, in dem die Prinzessin von Wales und ihr Begleiter Dodi Al-Fayed zu seinem Haus gefahren werden sollten. In der Zeit nach Dianas Tod sollte der Buckingham-Palast eine entscheidende Rolle spielen. Großbritannien schien wie gelähmt. Das normale Leben stand still. Die Menschen gingen nicht zur Arbeit. Sie kamen zum Kensington-Palast und zum Buckingham-Palast. Sie trugen sich in die Kondolenzbücher ein und waren in Tränen aufgelöst. Die Menschen, die sich vor den Toren des Buckingham-Palastes versammelt hatten, wollten eine Reaktion der königlichen Familie auf Dianas Tod. Aber es kam nichts. Der Palast war leer. Die Königin befand sich in ihrer jährlichen Sommerpause in Balmoral. Irgendwie erkannten sie nicht an. Und es war fast so, als würden sie im Tod so behandeln, wie sie im Leben behandelt hatten, als eine Art Unperson. Der Buckingham-Palast wurde zur Zielscheibe des öffentlichen Ärgers. Es wehte keine Flagge auf Halbmast. Nach außen hin schien es die Königin nicht zu kümmern. Sie hat die Stimmung in der Öffentlichkeit völlig falsch eingeschätzt. Und es war eines der wenigen Male in ihrer Regierungszeit, dass sie sich tatsächlich öffentlicher Kritik ausgesetzt sah.
Sie sind die kältesten Menschen auf der Welt. Und wenn ich sie sehen und mit ihnen sprechen könnte, würde ich ihnen sagen, was ich denke. Und sie für immer im Tower einsperren. Also machte sie ziemlich schnell eine ganze Reihe von Zugeständnissen. Sie kam nach London. Die Flagge wurde auf Halbmast gesetzt und sie schritt die außergewöhnliche Blumenpracht auf und ab. Am Vorabend von Dianas Beerdigung drängten sich die Menschen in der Mall. Die Königin sollte eine Live-Übertragung aus dem Palast an die Nation machen. Was ich Ihnen jetzt als Ihre Königin und als eine Großmutter sage, sage ich von Herzen. Zuerst möchte ich Diana selbst Tribut zollen. Die Adjutanten der Königin wählten absichtlich diesen Platz im Buckingham-Palast für die Übertragung, damit die Menschenmenge durch die Fenster des Palastes hinter ihr gesehen werden konnte. Ich bewunderte und respektierte sie für ihre Energie und ihr Engagement für andere. Sie hat, wenn Sie so wollen, bestätigt, dass sie verstanden hat, warum all diese Menschen zu ihr nach Hause gekommen waren, um am Buckingham-Palast Diana zu ehren. Am folgenden Tag veranstaltete der Palast ein großes Staatsbegräbnis für Diana, das von 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt verfolgt wurde. Der Buckingham-Palast war zum Mittelpunkt der Trauer der Nation geworden. Die Übertragung der Königin hatte funktioniert und die königliche Familie hatte endlich genug öffentliche Emotionen gezeigt, um die Massen zufriedenzustellen. Die öffentliche Feindseligkeit ihr gegenüber ließ nach. Nach Dianas Tod zog sich die Familie hinter die Palastmauern zurück. Sie wussten, dass sie ihre Popularität zurückgewinnen mussten und der Palast selbst sollte sich in ihrem Kampf als eine ihrer besten Waffen erweisen. Der Tod von Diana hatte ein schlechtes Licht auf den Buckingham-Palast geworfen. Die Emotionen und die Blumen an den Toren des Palastes schienen in völligem Gegensatz zu der abgelegenen Familie hinter den Mauern zu stehen. Die Royals galten als unnahbar gegenüber dem Rest Großbritanniens. Ein Wandel war nötig. Wie Edward VII. Ein Jahrhundert zuvor ließ sich auch die königliche Familie vom Palast selbst inspirieren. Bei den Feierlichkeiten zum Goldenen Jubiläum 2002 wurde dem Palast eine zentrale Rolle zugewiesen. Um die Zuneigung der Nation zurückzugewinnen, wurde das Gelände zum ersten Mal überhaupt für ein Popkonzert geöffnet. Als Headliner traten einige der größten Namen des britischen Rocks auf. Das war gewissermaßen Teil einer PR-Aktion, denn die Königin hatte schwierige Zeiten hinter sich. Der Palast hatte die ganze Sache mit Diana hinter sich. Und ich glaube, in den Köpfen vieler Menschen war der Palast ziemlich weit weg. Und es herrschte das Gefühl, dass die Royals nicht wirklich mit der Öffentlichkeit in Kontakt standen, sodass dies Teil eines Versuchs war, die Dinge bewusst und auf nette Art und Weise zusammenzubringen. Am Tag des Konzerts strömten 12.000 Besucher in den Schlossgarten. Etwa eine halbe Stunde bevor wir live auf Sendung gehen sollten, konnte ich das Orchester nicht hören. Das Kabel war defekt. Und ich erinnere mich, dass ich zu jemandem sagte, wir brauchen ein neues Kabel. Er sagte, wir brauchen die Erlaubnis des Palastes, um ein Kabel zu legen. Und ich sagte, wir haben noch eine halbe Stunde, hol das Kabel. Am Ende konnte ich sie hören, sie konnten mich hören und es war live. Und ich muss sagen, es war ein überwältigendes Gefühl. Ich hatte das Gefühl, dass wir erreicht haben, was wir uns vorgenommen hatten. Am nächsten Tag stand es auf allen Titelseiten und für einen Moment herrschte ein großartiges Gefühl im Land. Wir haben es geschafft und uns zusammengefunden. Einige Jahre später wurde Brian May im Buckingham-Palast bei einem Empfang zu Ehren der britischen Musikindustrie wieder willkommen geheißen. Ich sagte, guten Abend, Ma'am, oder so ähnlich. Und ich sagte, ich bin der Typ, der diesen schrecklichen Lärm auf Ihrem Dach gemacht hat. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gestört. Und sie lächelte und sagte, oh, Sie waren das. Also stellte ich ihr Clapton, Jeff Beck und Jimmy Page vor. Und sie sagte zu Eric Clapton, oh, wie lange spielen Sie schon? Und er sagte, eigentlich schon eine ganze Weile, Ma'am. Die PR-Offensive rund um den Palast wurde mit weiteren Empfängen und dem Einlass weiterer Fernsehkameras fortgesetzt.
Im Jahr 2006 wurden die Gärten im Fernsehen umgegraben, als Tony Robinsons Team im Palast drehte. Der Schauspieler in ihm erkannte einen Ort, an dem man eine Show veranstalten konnte. Es besteht kein Zweifel, dass der Buckingham-Palast sehr kunstvoll inszeniert ist. Es gibt Türen, die man nicht öffnen kann, und ich habe es versucht. Und es gibt Türen, die, wenn man sie doch öffnet, jemand sehr respektvoll sagt, das ist eigentlich kein Raum, in den wir Sie hineinlassen möchten. Man hat diese große, elegante Treppe. Man hat diesen prächtigen Ballsaal, aber man muss nur ein paar Schritte in irgendeine Richtung gehen und schon stößt man auf winzige, schäbige Räume, die aussehen wie in einem Reihenhaus aus den 1890er Jahren. Der Buckingham-Palast ist ein Schauplatz, ein Theater. Alles, was man braucht, ist ein gut gepflegtes Äußeres und mittendrin ein paar prächtige Räume. Das diamantene Jubiläum der Königin im Jahr 2012 hat gezeigt, dass der Buckingham-Palast zur perfekten Bühne für die Monarchie geworden ist. 1 Million Menschen drängten sich vor dem Palast, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Es war die größte Menschenmenge, die der Palast in seiner gesamten Geschichte gesehen hat. Der vor 100 Jahren von Edward VII. Ins Leben gerufene Plan, den Buckingham-Palast als prächtiges königliches Theater zu nutzen, war voll und ganz aufgegangen. Aber der Palast könnte sich langsam dem Ende dieser Phase seines Lebens nähern. Die Gebäude haben dem Zahn der Zeit nicht standgehalten. Die Mauern bröckeln und die märchenhafte Fassade bröckelt. Es wurde nie richtig Geld dafür ausgegeben. Und im Moment scheint es wirklich zu verfallen. Denn es wurde nicht richtig neu verkabelt und die Leitungen sind völlig unbrauchbar. In letzter Zeit haben wir von einstürzenden Decken und geplatzten Rohren gehört, von herabfallenden Mauerstücken, die Prinzessin Anne nur knapp verfehlten. Die ganze Sache muss überarbeitet werden und das ist eine große und sehr teure Aufgabe. Und sie ist so teuer, dass kein Monarch sie in seiner Amtszeit durchführen lassen will. 150 Millionen Pfund werden für die Reparaturen im Buckingham-Palast benötigt. Um das Geld aufzutreiben, könnte der Palast für die Öffentlichkeit zugänglicher gemacht werden, anstatt einen Großteil davon als königliche Residenz privat zu halten. Der Buckingham-Palast gehört nicht der Königin selbst. Sie ist lediglich seine berühmteste Mieterin. Wenn die außerordentlich lange Regierungszeit der Königin zu Ende geht, könnte seine Zukunft zur Disposition stehen. Eine Gelegenheit, die der neue König begrüßen könnte. Es gibt viele Leute im Umfeld von Charles, die sagen, dass er dort nicht einziehen will. Er hat es sehr schön in diesem Komplex, der aus Clarence House und dem St. James Palast besteht. Das sind viel schönere Gebäude. Sie sind in einem besseren Zustand und sie sind kleiner. Nach den Plänen von Charles wäre der Buckingham-Palast zum ersten Mal seit fast 200 Jahren kein königlicher Wohnsitz mehr. Er würde den Palast gerne in eine Art Gebäude am Ende der Mall verwandeln, das der Öffentlichkeit zugänglich ist. Es könnte das Büro des Monarchen sein. Ich weiß, dass er gerne sehen würde, dass die Mall gepflastert und zu einem Fußgängerweg wird, sodass man vom Trafalgar Square bis zum Buckingham-Palast laufen und um das Anwesen herumgehen kann. Das würde seiner Meinung nach ein umfassenderes Gefühl vermitteln. Der Palast könnte zu neuem Leben erweckt werden, ebenso wie die Royals selbst. Da sie in einer weniger pompösen Umgebung leben und nicht mehr ständig in Erscheinung treten, scheinen sie sich nicht so sehr vom Rest von uns abzuheben. Die nächsten 60 Jahre könnten für den Palast eine neue Ära ohne seine königlichen Bewohner einläuten. In der Geschichte geht es immer um Veränderung. Der Buckingham-Palast ist erst seit 100 Jahren so, wie wir ihn kennen. Und es gibt keinen Grund, warum er sich nicht verändern sollte. Die Idee, dass man den Buckingham-Palast nicht verändern kann, weil er historisch ist absurd und macht keinen Sinn. Der Buckingham-Palast ist seit mehr als einem Jahrhundert eine private, geheime Welt für sich. Wenn seine Türen geöffnet werden, könnte er zu einem spektakulären Volkspalast werden, der ganzen Nation offen steht. Der Buckingham-Palast ist ein Ort der Intrigen. Ein großes und verschlossenes Gebäude, das wie kaum ein anderes auf der Welt fasziniert. Er vereint 3 entscheidende Funktionen, die ihn einzigartig machen.
Er ist ein Familiensitz, ein Staatsamt und Großbritanniens nationale Bühne für Pomp und Zeremonien. Die erste Funktion ist vielleicht die bekannteste. Jedes Jahr strömen Millionen von Touristen in das Haus der britischen Royals in der Hoffnung, einen Blick auf die Queen zu erhaschen. Aber im Palast ist das Schlafzimmer der Königin weit von der Mall entfernt, so dass sie nicht gesehen werden kann. Prinzessin Anne und Prinz Andrew haben nicht so viel Glück. Ihre Zimmer liegen ganz vorne. In der Nähe der Wohnung der Königin befindet sich ein Zimmer nur für ihre Corgis. Aber wie alle Monarchen, die dieses Gebäude ihr Zuhause nennen, genießt die Königin das Leben im Palast nicht wirklich. Niemand würde gerne im Buckingham-Palast wohnen, weil man dort kein gemütliches Zuhause einrichten kann. Es ist eher eine Arbeitsorganisation. Der Grund dafür ist die zweite Funktion des Buckingham-Palastes. Er ist das Büro des Monarchen und der Arbeitsplatz des königlichen Haushalts. Ein Stab von Hunderten von Köchen, Dienern, Pagen und Bediensteten, viele mit verwirrenden Berufsbezeichnungen. Da gibt es den leitenden Beamten des Hofes und den Aufseher, den Rattenfänger von einst, den königlichen Transportleiter, den Gästepagen, den Ohrenaufzieher, den Schatzmeister, den Leibpagen. Dieser aristokratische Dienststil hat sich in mehr als 200 Jahren kaum verändert und ist in einer strengen Hierarchie organisiert. Der Palast selbst ist sogar farblich gekennzeichnet, um die Hackordnung aufrechtzuerhalten. Es gibt einen Bereich mit rotem und einen Bereich mit grünem Teppich, sodass man als Angestellter normalerweise nicht auf den roten Teppich tritt. Dieses riesige Gefolge von Dienern dient den Royals und auch der dritten Funktion des Buckingham-Palastes, der des Ortes für Zeremonien und Pomp. Der Glanz der Staatsbankette trägt dazu bei, die Zahnräder internationaler Abkommen und des Handels zu schmieren. Ritterwürden belohnen die Leistungsträger der Nation, von Industriekapitänen bis hin zu Lollipop-Damen und sogar Prominenten. Der Palast ist zu dem Ort geworden, an den die Öffentlichkeit eingeladen werden möchte, und sei es nur, um einige der berühmtesten Gesichter der Welt zu treffen. Ich denke, eines der interessantesten Dinge an der britischen Monarchie in den letzten Jahrzehnten ist, wie sie Teil der Promi-Kultur geworden ist. Unsere Königin und ihre Familie sind die größten A-Promis, die wir haben. Sogar das Gebäude selbst scheint eine prominente Rolle übernommen zu haben. Das Wort Palast ist zum Synonym für alles geworden, was die Royals denken und tun. Er ist in Großbritannien und weltweit zu einem solchen Synonym für den Monarchen geworden, dass der Buckingham-Palast für viele Menschen tatsächlich die Monarchie darstellt. Dennoch sollte es hier nie ein Königshaus geben, geschweige denn einen Palast. Das ursprüngliche Buckingham House war ein U-förmiges Herrenhaus in einer Parklandschaft, eine Vision des Dichters und Politikers, des Herzogs von Buckingham. 1771 kaufte George III. Es als Privathaus für seine Frau, Königin Charlotte, für nur 5 Millionen Pfund in heutigem Geld. Aber erst im Jahr 1837 wurde es zur Residenz eines Monarchen, obwohl es alles andere als ein idealer Königssitz war. Königin Victoria zog in den Palast ein, aber sie mochte ihn nicht besonders. Sie hielt ihn für kalt, zugig und unpraktisch. Victoria und ihr Ehemann Albert beauftragten den damaligen Spitzenarchitekten Edward Blore damit, den Palast wohnlicher zu gestalten. Königin Victoria brauchte mehr Platz für ihre 9 Kinder und deren Kinderzimmer. Und sie beauftragte Edward Blore mit dem Bau dieses riesigen Flügels, der die heutige Front des Schlosses bildet. Nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus richteten sich Victoria, Albert und ihre 9 Kinder im Buckingham-Palast ein. Doch 1861 fand das Haus ein jähes Ende als Familiensitz. Im Alter von nur 42 Jahren starb Albert. Eine trauernde Victoria konnte es nicht ertragen, in Buckingham zu sein. Sie flüchtete nach Schloss Windsor. In den folgenden 40 Jahren wurde sie von der Öffentlichkeit kaum gesehen. Und viele begannen sich zu fragen, ob das Land überhaupt eine Monarchie brauche.
Als sie 1901 starb, war die Zukunft der königlichen Familie alles andere als gesichert und der Buckingham-Palast war verlassen. Doch Victorias ältester Sohn hatte einen großen Plan, um die Monarchie zu retten. Und der Palast, den seine Mutter verlassen hatte, war der Schlüssel dazu. Die Person, die den Buckingham-Palast in ein fabelhaftes Fandango der Monarchie verwandelte, war Edward VII. Aber die Anstrengung würde ihn fast umbringen. Heute ist der Buckingham-Palast eines der ikonischsten Gebäude der Welt. Berühmt als Sitz der königlichen Familie. Doch dieses Gebäude wurde erst vor etwas mehr als 100 Jahren zum Zentrum des königlichen Lebens in Großbritannien. Die Umwandlung war das Verdienst eines Monarchen. Edward VII., der königliche Schausteller. Er sah aus wie ein König. Er war nur 1,70 Meter groß, aber er war ein König. Und er liebte es, in seiner ganzen Pracht aufzutreten und über die Bühne zu stolzieren, die er für sich selbst geschaffen hatte. Doch als Edward 1901 den Thron bestieg, stand er vor einem großen Problem. In den vergangenen 40 Jahren hatte sich seine Mutter, Königin Victoria, nur selten in der Öffentlichkeit sehen lassen. Die Menschen fragten sich, warum es die Monarchie noch gab. Edward sah es als seine Pflicht an, die Krone zu retten. Und der Buckingham-Palast stand im Mittelpunkt seiner Pläne. Aber in vielerlei Hinsicht wirkte er eher nicht wie ein Retter. Er war ein Schürzenjäger und man nannte ihn auch Edward den Schmeichler. Edward, oder Bertie, wie er in der Familie genannt wurde, wusste, dass das Publikum eine Show liebt. Und er sah den Buckingham-Palast als seine ideale Bühne. Eines der ersten Dinge, die er unbedingt tun wollte, war, die Monarchie nach London zu bringen und den Buckingham-Palast zum Sitz der Monarchie zu machen, sie sichtbar zu machen. Edwards Buckingham-Palast sollte ein Statement sein. Eine permanente und grandiose Erinnerung daran, dass dieses Land eine Monarchie hatte. Aber das Gebäude, das er geerbt hat, war dunkel, staubig und heruntergekommen. Er beschrieb den Palast als eine Art Mausoleum. Es gab Räume, die mit Staubtüchern bedeckt waren. Es gab endlos viele Skulpturen von Victorias toten Hunden. Es ist Tradition, dass ein neuer Monarch in den ersten Monaten seiner Regentschaft nichts tut, um seinem Vorgänger zu trauern. Doch Edward ging durch den Palast und zerstörte alle Überbleibsel der Herrschaft seiner Mutter. Edward ließ den Palast in Weiß und Gold umdekorieren und orientierte sich dabei an den angesagtesten Hotels und Theatern in London. Er verwandelte den Palast in ein Spiegelbild seiner eigenen Leidenschaft für Pracht, für Prunk, für Exzess. Der Look war so königlich, dass er noch heute den prächtigsten Teil des Buckingham-Palasts, den Ballsaal, ziert. Er entwarf Pläne für die Verbreiterung der Straße, die zu dem Gebäude, der Mall, führte, und für die Errichtung eines großen Bogens am Ende der Straße. Vor dem Palast würde er eine goldene Statue für seine tote Mutter errichten. Doch bevor er seinen großen Plan umsetzen konnte, wurden Edwards Träume ernsthaft gefährdet. Er ist bis spät in die Nacht auf, jede Nacht, und liest sehr gewissenhaft all die Regierungspapiere, die ihn in roten Kästen von der Regierung erreichen. Es ist alles zu viel. Und er beginnt, so war er, sehr viel zu essen. Er nahm riesige Mahlzeiten zu sich. Ein riesiges Frühstück mit kaltem Schneehuhn, Schinken, Kedgeree, Nieren. Ein 14-Gänge-Abendessen, ein 12-Gänge-Mittagessen und wahrscheinlich ein halbes kaltes Huhn, das nachts noch neben seinem Bett lag. Kaum waren die Bauarbeiten in vollem Gange, wurde der König von heftigen Unterleibsschmerzen heimgesucht. Die einzige Möglichkeit war eine Operation. Die größte Sorge bei dieser Operation war, dass die unglaublichen Schmerzen im Unterleib des Königs die Folge von Magenkrebs sein könnten. Edwards Garderobe im Buckingham-Palast wurde zu einem Notoperationssaal. Die invasive Chirurgie steckte noch in den Kinderschuhen.
Die Risiken waren enorm. Als der Chirurg zu operieren beginnt und sein Messer durch viele Zentimeter Fett im Bauch des Königs stößt, findet er etwas Hartes und denkt, oh mein Gott, das ist Krebs. Und dann sticht er mit dem Messer hinein und es ist ein Abszess und es kommt etwa ein halber Liter Eiter heraus. Wäre der Abszess in ihm geplatzt, wäre der König an einer Blutvergiftung gestorben. Stattdessen saß Bertie schon am nächsten Tag wieder aufrecht im Bett und rauchte eine Zigarre. Der König nutzte seine Begnadigung mit Nachdruck. Er zog mit seiner Frau und seinen 4 Kindern in den Buckingham-Palast und machte ihn zu dem Zuhause der königlichen Familie. Er begann, seine Mätressen in dem Gebäude zu empfangen und machte den Palast zu dem Zentrum der Londoner Gesellschaft. Von seiner königlichen Bühne aus begeisterte Bertie die Menschen mit seiner großen Lebensfreude. Er liebte gutes Essen und Trinken, er mochte hübsche Frauen und er mochte es, sich auf der Rennbahn auszutoben. Und das ist genau das, was der Durchschnittsmann auch getan hätte, wenn er die Gelegenheit dazu gehabt hätte. Und so gab es immer große Rufe nach dem guten alten Teddy, wenn er auftauchte. Aber der gute alte Teddy war kein gesunder Mensch. Im Alter von 68 Jahren erkrankte er an einer schweren Bronchitis und musste sich im Schloss einquartieren. Nach nur 9 Jahren auf dem Thron starb Edward in dem Gebäude, das er als entscheidend für die Wiederbelebung der Monarchie ansah. Er hatte sein Ziel, einen Palast im Herzen Londons zu errichten, erreicht. Und diese riesige Menschenmenge, die sich draußen zu seiner Beerdigung versammelte, zeigte, dass die königliche Familie wieder beliebt war. Der Tod von Edward VII. Löste eine ungeheure Welle der Trauer aus. Überall herrschte eine große Trauerkultur. Frauen fädelten sogar ihre Unterwäsche mit schwarzen Bändern ein. Und Kutscher banden schwarze Bänder um ihre Peitschen. Es wäre schwer, Edward nachzueifern. Die Ehre ging auf seinen ältesten Sohn George über. Das Vierteljahrhundert, das er regierte, sollte eines der turbulentesten und blutigsten werden, das Großbritannien je erlebt hatte. Und die Souveränität des Landes und die Zukunft des Palastes waren wieder einmal in Gefahr. Aber George hatte nur wenige der Eigenschaften, die seinen Vater so erfolgreich gemacht hatten. George V. war der größtmögliche Kontrast zu Edward VII. Er war verantwortungsbewusst, pflichtbewusst und eigentlich ein bisschen langweilig. Aber es gab eine Sache, die George mit seinem charismatischen Vater gemeinsam hatte: eine Leidenschaft für den Buckingham-Palast. Er verwirklichte Edwards Vision des Admiralty Arch und enthüllte das Victoria-Denkmal. Dann drückte er dem Gebäude seinen eigenen Stempel auf. Die hässliche Fassade glich einem alten viktorianischen Bahnhof, der mit schmutzigem Smog bedeckt war. Und sie sah sehr, sehr unattraktiv aus. Sie vermittelte kein Gefühl von Königtum, von Monarchie, vom Zentrum des Reiches. George verkleidete das Äußere mit einer neuen Fassade aus strahlend weißem Portlandstein. London verfügte nun über eine imposante königliche Präsenz, wie man sie seit der Zeit Henrys VIII. Nicht mehr gesehen hatte. Auch hinter den verschlossenen Türen des Palastes gab es dramatische Veränderungen. George war der Meinung, dass eine Frauenbeziehung wie die seines Vaters zu öffentlichem Unmut führen und die Zukunft der Familie gefährden könnte. Er sagte sogar, die einzige Frau, die mich interessiert, ist meine eigene. Er sammelte Briefmarken, keine Mätressen. Sein Pflichtbewusstsein bestand darin, dem Palast in einer der dunkelsten Perioden der britischen Geschichte gute Dienste zu leisten. Am 4. August 1914 kam der König mit seiner Regierung im Buckingham-Palast zusammen, um den deutschen Einmarsch in Belgien zu besprechen. Stunden später erklärte George unter dem Jubel von Tausenden von Menschen, die „Gott schütze den König“ riefen, den Krieg. Aber George war sich nicht sicher, welche Rolle er als König in Kriegszeiten spielen sollte.
Er ist natürlich ehrenamtlich Chef der Armee und der Marine, aber er spielt keine aktive Rolle bei der Festlegung der Kriegsstrategie oder geht an die Front. Was sollte er also tun? Er muss in Großbritannien zurückbleiben. Also was ist seine Rolle in Großbritannien? Zu Hause im Palast trug er die Militäruniform. Er wurde zum Anfeuerer im Kampf gegen die Bosch und besuchte die Krankenhäuser mit den Verletzten und Sterbenden. Sie gehen raus und treffen die Menschen auf eine Art und Weise, die völlig beispiellos ist. Ich meine, vorher sind die Monarchen in ein großes Auto gestiegen und herumgefahren. Aber jetzt steigen sie plötzlich aus diesem Auto aus und schütteln den Menschen die Hand. George hatte die Idee erfunden, dass Könige und Königinnen eine Pflicht gegenüber ihrem Volk haben. Er gab den Ton an, der bis zu den jungen Royals von heute anhält. Trotz dieser Bemühungen geriet die sichere Welt innerhalb des Buckingham-Palastes im Jahre 1917 in Gefahr. Im ganzen Land kam es zu öffentlichen Unruhen. Während des gesamten Krieges gab es eine große Welle antideutscher Gefühle. So sehr, dass bei Geschäften mit deutschem Namen die Fensterscheiben eingeschlagen wurden. Sogar Dinge wie Dackel, Hunde wurden getreten und German Shepherds wurden in deutsche Schäferhunde umbenannt. Der Großvater von George, Prinz Albert, war Deutscher. Der königliche Familienname war also der äußerst germanische Name Sachsen-Coburg-Gotha. Die Menschen stellten offen in Frage, warum das Land einen Deutschen als König hat. Doch innerhalb des Palastes hatte ein Mann eine simple Lösung. Lord Stamfordham war der Alistair Campbell seiner Zeit. Sein Plan? Er wollte den Namen zu etwas ändern, das sowohl königlich als auch britisch ist. Windsor. Diese einfache Namensänderung beruhigte die Öffentlichkeit und die Zukunft des Buckingham-Palastes schien gesichert. Doch die Ereignisse in der Ferne sollten sich für den obersten Berater des Palastes als noch größere Herausforderung erweisen. In Russland hatte ein Volksaufstand den Zaren gestürzt und die Regierung war bestrebt, ihn so schnell wie möglich aus dem Land zu bringen. Sie traten an die britische Regierung heran und fragten, werden sie dem Zaren Asyl gewähren? Und der Premierminister Lloyd George sagte, ja, das werden wir. Aber wir brauchen natürlich die Zustimmung des Königs. Ihre königlichen Hoheiten, König George und Zar Nikolaus, waren Cousins und seit ihrer Kindheit eng befreundet. Doch im Buckingham-Palast erkannte Stamfordham die Gefahr. Er hat seine Geheimdienstquellen, die ihm suggerieren, dass es in Großbritannien ziemlich starke republikanische Gefühle gibt. Und dass, wenn der Zar nach England gebracht wird, dies die republikanischen Gefühle entfachen und die Position der Monarchie gefährden würde. Stamfordham überzeugte den zögernden König davon, dass das Risiko zu groß war und er Nein sagen musste. Anstatt im Buckingham-Palast Zuflucht zu finden, wurden der Zar und seine Familie in einen sibirischen Keller gebracht und erschossen. George hatte seinen Cousin zum Tode verurteilt, aber Stamfordhams Rat hatte dazu beigetragen, die Zukunft der Monarchie zu sichern. Und im Jahr 1917 schlug er eine Neuerung vor, ein Ehrensystem, das den Buckingham-Palast wie nie zuvor mit der Öffentlichkeit verband. Es bestand kein Zweifel daran, dass das britische Imperium von der enormen Menge an Geldern abhing, die von allen Schichten der Gesellschaft gegeben wurden, um den Krieg zu gewinnen. Und dem König wurde geraten, dies 1917 in den Orden des britischen Empire aufzunehmen. Auf diese Weise konnte die Monarchie zum ersten Mal jeden, unabhängig vom sozialen Rang, für seinen Beitrag zu den großen Kriegsanstrengungen beglückwünschen. Die Erfindung dieses neuen Ehrensystems bedeutete für den Buckingham-Palast, Munitionsarbeiter, Gewerkschaftsfunktionäre und sogar Frauen mit einem Prunk willkommen zu heißen, der zuvor nur der Oberschicht vorbehalten war. Es vermittelt das Gefühl, dass der Palast etwas ist, das man anstreben kann. Es ist ein Ort, an dem man seine Auszeichnung erhält. Er ist die direkte Verbindung zwischen dem Monarchen und dem Palast zum Volk.
Als Deutschland am 11. November 1918 endlich seine Niederlage eingestand, gab es nur einen Ort, an dem sich die Menschen versammeln wollten. Tausende strömten in den Palast, um den Namen des Königs zu rufen. Der große Krieg hatte mehr als 17 Millionen Menschen das Leben gekostet. Die Monarchien von Deutschland, Russland und Österreich-Ungarn waren untergegangen. Doch die neu benannten Windsors waren nicht nur unversehrt, sondern auch mit Ansehen davongekommen. Doch Mitte der 30er Jahre verschlechterte sich der Gesundheitszustand von George V. Immer mehr Aufgaben des Königs wurden an seinen ältesten Sohn Edward übertragen. Edward war in den 20er und 30er Jahren wie Prinzessin Diana. Er war unglaublich glamourös. Er war mutig. Er war im Ersten Weltkrieg an die Front gegangen. Er hatte in den Schützengräben gedient und er war wunderschön gekleidet. Aber Edward war ein Playboy. Und seine Affäre mit Wallis Simpson drohte, die ganze gute Arbeit seines Vaters zunichte zu machen und den Buckingham-Palast in seine dunkelste Stunde zu stürzen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte George V. den Buckingham-Palast umgestaltet. Die Verleihung von Ritter- und Kommandeursorden für Tapferkeit und Verdienste hat den Palast wie nie zuvor mit den Menschen verbunden. Georges eigenes Pflichtbewusstsein und seine familiären Werte hatten ihn zu einem beliebten Monarchen gemacht. Sein ältester Sohn, Edward, hatte für diese Lebensweise jedoch kaum etwas übrig. Er war immer noch ledig und lud seine letzte Geliebte zu einer Party im Palast ein. Wallis Simpson verkörperte alles, was König George hasste. Hier haben Sie eine amerikanische Geschiedene. Amerikaner mögen wir nicht, Geschiedene mögen wir absolut nicht. Und wir haben solche Frauen nicht in unserem Hof. Der König, George V., war ziemlich empört. Diese Frau in meinem Haus. Und vergessen Sie nicht, dass Sie zu dieser Zeit als Geschiedene nicht zu einer königlichen Gartenparty eingeladen wurden, geschweige denn zu einem Ball im Buckingham-Palast. Edward war vernarrt in Wallis. Schon bald würde diese kontroverse Beziehung das Leben im Buckingham-Palast und die Stabilität des ganzen Landes gefährden. Anfang 1936 erkrankte König George V. an einer Rippenfellentzündung. Am 21. Januar gab der Palast bekannt, dass er gestorben war. Edward war nun König. Und das war keine Rolle, die er gerne annahm. Edward VIII. Hasste den Buckingham-Palast. Er fühlte sich dort wie ein Gefangener. Und bei einer Gelegenheit sprang er tatsächlich aus dem Fenster, um seinem Privatsekretär Harding zu entgehen und dann mit Mrs. Simpson zu knutschen. Als König dachte er, er könne tun und lassen, was er wolle. Er kürzte die Gehälter des Palastpersonals, während er seine Mätresse mit Juwelen und Pelzen überhäufte. Er äußerte sich offen zu politischen Fragen, was völlig im Widerspruch zu seiner Rolle als Monarch stand. Und seine Angewohnheit, nationale Geheimnisse an Wallis zu verraten, machte ihn zu einem Sicherheitsrisiko. Also verwanzte der MI5 die Telefone im Buckingham-Palast und startete eine Kampagne, um die Mätresse des Königs zu unterwandern. Die Leute, die für den MI5 arbeiteten, waren in der Regel Leute, die in die Kneipe gingen und sich dort etwas ausdachten. Sie haben sich die Mühe gemacht, herauszufinden, was sie während ihres Aufenthalts in China getan hat, und sind auf die Geschichte gekommen, dass sie in einem Bordell in Shanghai an ihren Sextechniken gearbeitet hat. Das stimmt nicht. Premierminister Stanley Baldwin bezeichnete König Edward offen als ein anormales Wesen, halb Kind, halb Genie.
Am 16. November 1936 rief Edward Baldwin in den Buckingham-Palast, um eine neue Entwicklung mit ihm zu besprechen. Er hatte die Absicht, Wallis zu seiner Königin zu machen. Das Scheidungsverfahren war abgeschlossen. Und er wollte Mrs. Simpson nun so schnell wie möglich heiraten. Schockiert stürzte sich Baldwin auf den König. Edward war das Oberhaupt der Kirche von England und die erlaubte keine Heirat mit Geschiedenen. Es durfte keine Ausnahme geben, nur weil Edward König war. Doch Baldwins Argumente stießen auf taube Ohren. Der König sagte, wenn er die Wahl zwischen Mrs. Simpson und dem Thron hätte, würde er sich für Mrs. Simpson entscheiden. Großbritannien befand sich am Rande einer Krise. Einige machten Baldwin dafür verantwortlich, weil er keinen Weg für die Heirat des Königs gefunden hatte. Andere sahen in Wallis die Ursache für das Problem. Der König fand in Schloss Windsor Zuflucht. Und am Abend des 1. Dezember 1936 hielt er eine Rundfunkansprache an die Nation. Vor ein paar Stunden habe ich meine letzte Pflicht als König und Kaiser erfüllt. Aber Sie müssen mir glauben, wenn ich Ihnen sage, dass es mir unmöglich war, die schwere Last der Verantwortung ohne die Hilfe und Unterstützung der Frau, die ich liebe, zu tragen. Edward hatte Wallis über seine Pflicht gegenüber seinem Land und seinem Volk gestellt. Wenn er die Pflicht dem Vergnügen opferte, war dann nicht das ganze Prinzip der Monarchie hinfällig? Es blieb Edwards jüngerem Bruder Albert überlassen, die schockierte Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass sie immer noch einen König brauchte. Aber Albert war alles andere als ein geborener Anführer. Er stotterte und rauchte Kette, um seine schwachen Nerven zu beruhigen. Er hatte nicht den Glanz seines Bruders, aber er hatte eine Sache, die sein Bruder nicht hatte und die ihm großes Ansehen verschaffte. Und das war eine Frau und eine Familie. Und genau das hatte Edward VIII. Versäumt. Heiraten, Kinder bekommen. Die wichtigste Aufgabe eines Monarchen. Albert zog mit seiner Familie in den Buckingham-Palast. Hier würde er sich auf denselben Sinn für familiäre Werte und Pflichten verlassen, der seinen Vater George V. so beliebt gemacht hatte. Sein größtes Vermögen waren seine beiden Töchter, die 11-jährige Elizabeth und die 6-jährige Margaret. Die Bewunderung für Elizabeth und Margaret ist überwältigend. Das Land liebte sie, die Welt liebte sie. Sie waren so begeistert von diesen beiden Prinzessinnen. Genau wie zu Zeiten seines Vaters und Großvaters wurde die neue königliche Familie im Palast von Hunderten von Butlern bedient. Und als großes Zeichen der Kontinuität mit seinem Vater änderte Albert seinen Namen und wurde zu George VI. Um die Nation für ihren neuen Monarchen zu begeistern, war seine Krönung ein Meisterstück königlicher Inszenierungskunst. Gott schütze den König! Gott schütze den König! Anschließend erschien die ganze Familie in ihrer ganzen Pracht auf dem ikonischen Balkon des Palastes. Für die beiden Prinzessinnen wird das Leben nie wieder so sein wie zuvor. Sie lebten jetzt in einem Palast mit 700 Zimmern. Ein riesiger Spielplatz aus Gängen, aus Salons, ein gigantischer Ort, an dem man sich ganz leicht verlaufen konnte. Ihre Eltern beschlossen, dass diese Thronfolger nicht zur Schule gehen sollten. Stattdessen würden sie in einem Raum im Palast privat unterrichtet werden. Da sie sich nur gegenseitig Gesellschaft leisteten, wurde das Schulzimmer zum Schauplatz häufiger Kämpfe und Streitereien. Margaret war eine Beißerin und Elizabeth hatte einen furchterregenden linken Haken. Von den beiden war Elizabeth weitaus eifriger bei ihren Schularbeiten, aber auch sie versuchte, sich vor dem Unterricht zu drücken. Um einer Französisch-Nachhilfestunde zu entgehen, hatte sich die Thronfolgerin ein Tintenfass über den Kopf gekippt. Margaret war unbekümmerter und fand, dass der Buckingham-Palast der ideale Ort war, um Streiche zu spielen.
Für einen von Margarets Lieblingsstreichen verwendete sie Limettenkugeln, diese Süßigkeiten. Sie schlich sich von hinten an die Höflinge heran und steckte ihnen klebrige Bonbonkugeln in die Taschen, wenn sie nicht hinsahen. Und wenn sie dann später in die Tasche griffen, fühlten sie eine ganze Handvoll ekliges, klebriges, zuckerhaltiges Zeug. Seine lebenslustigen Töchter zwangen den König, eine Veränderung im Palast vorzunehmen. In der nordwestlichen Ecke baute er einen Wintergarten in ein Schwimmbad um, damit die Prinzessinnen in Ruhe schwimmen lernen konnten. Doch die Ereignisse in Europa sollten die Idylle des Palastlebens bald unterbrechen. Sie wollten, Herr, kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Der Faschismus trieb den Kontinent in einen weiteren blutigen Konflikt. Und viele fürchteten, der König sei viel zu schwach, um bei Kriegsausbruch als Anführer der Nation aufzutreten. Lloyd George sagte, George VI. Sei ein Schwachkopf. Daladier, der französische Premierminister, sagte, er sei ein Schwachkopf. Sein Bruder Edward sagte natürlich auch, er sei ein Volltrottel. Doch zum Glück gab es im Palast eine Person, die bereit war, den Kampf aufzunehmen. Die Königin wusste, dass sie die Führung übernehmen musste. Jeder erkannte, dass sie der Star der Show war. Sie war seine Stütze. Im weiteren Verlauf des Krieges brauchten die Royals die stählerne Entschlossenheit der Königin wie nie zuvor. Ende der 40er Jahre startete Hitler den Blitzkrieg, ein anhaltendes Bombardement aus der Luft, um London in die Knie zu zwingen. Und der Führer sah den Buckingham-Palast als ein wichtiges Ziel an. 16 Bomben trafen den Buckingham-Palast, eine davon zerstörte die Kapelle des Gebäudes. Doch Hitlers Plan ging nach hinten los. Trotz der Gefahr weigerten sich die Königin und der König, die Stadt zu verlassen. Über Nacht wurden der Buckingham-Palast und seine Bewohner zu starken Symbolen des britischen Widerstandes. Und die Königin erhielt Lob aus aller Welt. Hitler nannte die Königin die gefährlichste Frau in Europa, denn er wusste, dass sie diese unglaubliche Propagandamacht hatte. Die Tatsache, dass sie dort war, die Tatsache, dass der Palast noch stand, sagte, wir werden nicht nachgeben. Die Königin besuchte mit dem König das von Bomben verwüstete East End, um die Moral zu stärken. Und im Palast bereitete sie sich auf eine mögliche deutsche Invasion vor. Sie verwandelt den Buckingham-Palast in einen Schießstand und übt an den Ratten, die nach dem Bombenangriff in den Trümmern herumlaufen. Wenn die Deutschen kommen, ist sie bereit, sich mit einer Waffe zu verteidigen. Und sie wird sie erschießen. Im Mai 1941 ließen die Bombardierungen dann nach. Der Blitzkrieg war gescheitert und die Angst vor einer Invasion begann zu schwinden. Der Buckingham-Palast hatte die Bombardierung nicht nur überlebt, sondern auch mit Bravour überstanden. 1943 nahm die Nichte der Königin, Margaret Rhodes, eine Stelle beim MI6 an und bezog ein Zimmer im Palast. Sie stellte fest, dass sich das Personal und die königliche Familie strikt an die Rationierung hielten. Man sah darin ein Beispiel für die Nation. Wir haben unsere Mahlzeiten im Haushalt eingenommen, mit den Hofdamen und den Sekretärinnen und anderen Leuten. Jeder einzelne Pudding bestand natürlich aus Pflaumenkompott aus dem Garten. Aber das Königshaus hatte einen Vorteil gegenüber dem Großteil der Nation. Es stand ihnen frei, ihre Rationen mit Lebensmitteln aus ihren Ländereien zu ergänzen. Einmal machten im Palast Magenbeschwerden die Runde. Und Lascelles, der Privatsekretär, führte sie auf einen Überfluss an Moorhuhn zurück. Nun, ich glaube, dass nur sehr wenige Menschen im Rest des Landes darunter litten. Der Palast begrenzte die Anzahl der Holzscheite für seine offenen Feuer, um Ressourcen zu sparen, und vernagelte Fenster, um die Verdunkelung zu beobachten. Doch Margaret stellte fest, dass es auch in der Hochphase des Krieges Standard zu wahren galt. Da wir keinen Kühlschrank hatten, stellten wir die Flaschen auf die Fensterbank, weil wir dachten, dass die Milch so etwas kühler bleiben würde.
Unglücklicherweise bekam der Hausherr einen Blick auf die Fassade des Buckingham-Palasts und sagte, dass wir die Fassade verunstalteten, indem wir unsere Milchflaschen vor den Augen der Öffentlichkeit auf die Fensterbank stellten. Also wurden wir aufgefordert, das gefälligst zu unterlassen. Nach der angemessenen Züchtigung gewöhnte sich Margaret an die Kriegsroutine im Palast. Allerdings hat die Sicherheit des Gebäudes ihr Liebesleben beeinträchtigt. Man ging manchmal mit jungen Männern in Nachtclubs und dergleichen. Und wenn sie sehr galant fragten, kann ich dich nach Hause bringen, war das ein wenig schwierig, da man an einer Wache und einem Polizisten vorbei musste, um hineinzukommen. Das hat die jungen Männer ziemlich abgeschreckt, kann ich sagen. Am 8. Mai 1945 kapitulierte Deutschland. Vom berühmten Balkon des Palastes aus führten die Royals die Feierlichkeiten an, während Tausende auf die Mall strömten. Die beiden Prinzessinnen durften hinausgehen und sich dem Treiben anschließen, und auch Margaret ging mit. Ich meine, es hat einfach großen Spaß gemacht. Es war aufregend. Jeder hat jeden geküsst und seinen Hut in die Luft geworfen. Es war ein Chaos. Ein unterhaltsames Chaos. 2 Jahre später sollte der Palast erneut im Mittelpunkt stehen. Die Heirat von Prinzessin Elizabeth mit dem Marineleutnant Philip Mountbatten war Anlass für eine nationale Feier. Doch innerhalb des Palastes schlug die Wahl ihres Ehemannes hohe Wellen. Die Vorstellung eines mittellosen griechischen Prinzen gefiel ihnen nicht. Sie hielten ihn für grob, ungehobelt, ungebildet und wahrscheinlich nicht treu. In Großbritannien der Nachkriegszeit hatte der Buckingham-Palast seinen Platz im Herzen der Nation gefunden. Als Deutschland 1945 kapitulierte, war es Schauplatz einer großen Feier. Nur 2 Jahre später stand der Palast anlässlich der Hochzeit von Prinzessin Elizabeth mit Philip Mountbatten erneut im Mittelpunkt des Interesses der Nation. Die Öffentlichkeit hat die Hochzeit mit Begeisterung aufgenommen. Doch hinter den verschlossenen Türen des Buckingham-Palastes war der Bräutigam geteilter Meinung. Er war unglaublich gut aussehend. Und ich denke, dass die älteren Mitglieder des Hofes ihn wahrscheinlich für einen Außenseiter hielten. Einige Höflinge hielten Philipp für nicht königlich genug. Doch es zeichnete sich ein größeres Problem ab, der Einfluss seines intriganten Onkels, Lord Mountbatten. Mountbatten war ein solcher Tausendsasser, dass ein Höfling zu ihm sagte, Mountbatten, wenn Sie einen Nagel verschlucken würden, würden Sie einen Korkenzieher ausscheißen. Viele im Palast sahen Philipp als Spielball in Mountbattens Bestreben, die Macht zu übernehmen. Er war fest entschlossen, dass das Haus Mountbatten Großbritannien regieren sollte, nicht das Haus Windsor. 1949 eskalierte die Paranoia im Palast und es kam zum Bruch, als König George VI. Schwer erkrankte. Hier haben wir also George VI., der sich unwohl fühlt, sehr unwohl. Und wir brauchen einen Regenten. Die offensichtliche Kandidatin ist Prinzessin Elizabeth, seine Tochter. Als Regentin sollte Elizabeth die Verantwortung übernehmen, bis ihr Vater sich erholt hatte oder verstorben war. Einige Höflinge befürchteten, dass sie sich zu sehr von ihrem Ehemann und Lord Mountbatten beeinflussen lassen würde und begannen über Alternativen zu diskutieren. Im Jahr 2009 stieß der königliche Biograf Christopher Wilson in einer kalifornischen Bibliothek auf einen Stapel von Briefen. Diese enthüllten, dass ein Adliger eine Alternative hatte, die so abwegig war, dass sie an Verrat grenzte. Die Briefe wurden von Kenneth de Courcy geschrieben. Kenneth de Courcy war ein Betrüger, ein Lügner, ein Schwindler. Das Außergewöhnliche war jedoch, dass er in den 40er Jahren eine eher ungewöhnliche Position in der englischen Gesellschaft einnahm. Er erfuhr den neuesten Klatsch und Tratsch. Er war so etwas wie eine Jeffrey Archer-Figur. In seinem Londoner Club griff de Courcy Gerüchte über Unruhen auf. Er sah eine Chance, Macht und Einfluss im Buckingham-Palast zu gewinnen.
Er schrieb an den im Exil lebenden ehemaligen König Edward VIII., der inzwischen zum Herzog von Windsor degradiert und mit Wallis verheiratet war. Ich darf Ihnen im Vertrauen sagen, dass eine Regentschaft bereits diskutiert wurde und es wahrscheinlich ist, dass bald eine ernannt wird. Edward, der in Frankreich lebte, sehnte sich danach, nach Hause zurückzukehren. Und für seine Frau Wallis war dies die Gelegenheit, auf die sie gewartet hatte. Nach England zurückzukehren und all diese königlichen Juwelen zu tragen. Und die Leute würden sich vor ihr als Frau des Regenten verneigen. Das war ihr Traum. Der Kurs hier ging noch weiter. Sobald Edward Regent war, konnte er Elizabeth den Weg zur Krone versperren. Edward und Wallis könnten König und Königin sein. Das ist verräterisch. De Courcy schlägt vor, dass der Herzog sich auf den Thron zurückschlagen soll. Doch im entscheidenden Moment zögerte Edward. Wollte er wirklich sein luxuriöses, sorgenfreies Leben aufgeben und in den stickigen Buckingham-Palast zurückkehren, um einen Job zu machen, den er zuvor als langweilig empfunden hatte? Während Edward zauderte, erholte sich George VI. Die Chance war vorbei. Im Buckingham-Palast begrüßte der König seine neue Enkelin Anne auf der Welt. Aber er würde nie wieder ganz gesund werden. Er verlor eine Lunge durch Krebs und wirkte älter als seine 56 Jahre. Und im Februar 1952 geschah das Unvermeidliche. Die Nation trauert um einen König, der ihr so gut gedient hat. Er starb friedlich im Schlaf. Seine älteste Tochter Elizabeth wurde auf den Thron gehoben. Dort ist sie bis heute geblieben. Der Buckingham-Palast war während ihrer rekordverdächtigen Regentschaft nicht immer ein glücklicher Ort. Aber der Palast selbst hat den Royals durch ihre dunkelsten Stunden geholfen. Was ich Ihnen jetzt sage, als Ihre Königin und als Großmutter, sage ich von Herzen. Und er entpuppte sich nicht nur als die perfekte königliche Bühne, sondern als ein Ort, an dem die Nation gemeinsam feiern kann. Und auch wenn sich seine Rolle in Zukunft ändern könnte, der Palast wird sicherlich weiterhin das Symbol für alles Britische sein.